Hallo, ihr lieber Autofreund. Viele von euch da draußen fragen sich, wie kann man in Komoot so richtig tolle Touren finden? Meistens findet man sie dann doch nur auf fremden Seiten. Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran. Dazu geht ihr am besten über den Browser auf Komoot. Es geht von der App auch, aber wesentlich komfortabler geht's eben über den PC. Wenn ihr euch angemeldet habt, klickt ihr oben links auf Entdecken und dann seid ihr auf dieser Seite. Und hier könnt ihr einmal die Region auswählen, wo ihr suchen wollt. Ihr könnt hier entweder zum Beispiel natürlich euren Wohnort eingeben oder ihr könnt irgendeinen beliebigen Ort auswählen. Ich sage jetzt zum Beispiel einfach mal Baiersbronn. Ich bin einfach ganz gerne in der Gegend und ja, es gibt unheimlich viele Wanderwege. Und dazu müsst ihr jetzt noch wählen, welche Sportart. In dem Fall bei mir zum Beispiel wäre es Wandern und ihr geht auf die Suche. Jetzt schlägt er euch alle möglichen Wandertouren vor. Ihr werdet schnell feststellen, viele Wanderwege wie hier sind doppelt oder sind sehr ähnlich. Es liegt daran, dass diese Wanderwege aus der Community entstanden sind. Jemand ist gelaufen, hat die Tour hochgeladen und dann erscheint sie irgendwann hier auch in Komoot. Da zeige ich euch gleich noch was dazu. Ihr könnt diese Suchergebnisse auch noch filtern. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich will von 1,5 Stunden bis 3 Stunden laufen. Dann zeigt er euch hier dementsprechend gefiltert die Touren an. Ihr könnt auch noch mal den Schwierigkeitsgrad wählen, leicht, mittel und schwer. Und hier könnt ihr auch noch mal den Umkreis wählen. Könnt sagen, nicht 30 Kilometer, sondern zeigt mal was an innerhalb von 10 Kilometer von Baiersbronn. Das zeigt er dementsprechend groß an. Ihr könnt es auch vergrößern und dann habt ihr die große Anzeige und habt hier dementsprechend verschiedene Touren. Ich gehe noch mal zurück. Ich will euch 'ne anderen Art und Weise zeigen, wie ihr auch Wege finden könnt, und zwar über die sogenannten Collections. Diese Collections, sind Sammlungen von verschiedenen Wanderwegen. Es gibt verschiedene Anbieter von Wanderwegen oder von diesen Collections. Das ist zum Beispiel hier einmal Baiersbronn. Die Stadt Baiersbronn hat ja auch eigene Wanderwege angelegt. Viele kennen es eben hier unter dem Baiersbronner Wanderhimmel. Es gibt aber auch verschiedene andere, wie zum Beispiel den Schwarzwaldtourismus. Hier sind sämtliche Genießerpfade drin. Im Baiersbronner Wanderhimmel sind ja keine Genießerpfade, sondern das sind auch Premiumwege, aber eben, anders zertifiziert. Jetzt klicken wir hier zum Beispiel mal drauf, weil ich will jetzt 'n Genießerpfad suchen. Dann sehe ich hier schon, okay, es sind 23 Touren sind drin. Mittlerweile gibt's aber mehr wie 23 Genießerpfade. Und hier habt ihr dann 'ne Übersichtskarte, wo die ganzen Touren sind. Ihr seht hier auch die einzelnen Strecken. Wenn ihr mit der Maus drüber fährt, seht ihr hier auch, wie der Weg heißt. Und dann könnt ihr irgendeine Tour aussuchen, zum Beispiel hier Sankenbachsteig. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie groß oder wie lang die Tour ist, klickt ihr noch mal drauf. Dann seht ihr hier, 12,7 Kilometer, 4 Stunden. Ne, das ist mir jetzt zu lang, ich will was Kürzeres haben. Ich klicke hier drauf. Die hat nur 10 Kilometer. Ja, also die passt ganz gut. Geht auf Ansehen. Da seht ihr hier noch mal die Übersicht, 10 Kilometer und so weiter, kleine Beschreibung. Dann könnt ihr hier auf Ansehen gehen. Dann habt ihr einzelne noch mal Bilder und Texte. Die stammen auch wiederum aus der Community. Und ihr könnt dann direkt hier auf Kopie speichern der Tour. Dann habt ihr das automatisch hier oben bei eurem Profil unter den geplanten Touren. Ihr könnt es noch mal anklicken und wie gesagt, es gibt hier noch weitere Funktionen drin. Ihr könnt die Tour bearbeiten. Das zeige ich euch noch mal im anderen Tutorial. Ihr könnt auch Teilnehmer einladen, wenn ihr zu zweit oder zu dritt laufen wollt. Ihr müsst jetzt vorher mit demjenigen befreundet sein, beziehungsweise dann über Komoot finden. Aber das ist alles in einem weiteren Tutorial. Und ihr könnt dann hier entweder die Daten runterladen, wenn ihr ein GPS-Gerät habt, von Garmin zum Beispiel.
Oder ansonsten war's das und ihr könnt einfach dorthin fahren. Ihr könnt die Komoot-App starten und ihr habt diese Tour direkt bei euch im Smartphone gespeichert. Die andere Art und Weise, nach Touren zu suchen, ist darüber. Das fällt einem eigentlich kaum auf. Ihr klickt hier drauf, dann werdet ihr wieder gefragt, was ihr machen wollt. Ihr sagt zum Beispiel wieder wandern. Dann wählt ihr erstmal die Region aus. Ich nenne hier zum Beispiel wieder Deutschland. Und ihr sagt eine Kategorie. Ihr wollt zum Beispiel im Frühling wandern und ihr sucht eine Tour mit atemberaubenden Aussichten. Und dann zeigt er euch verschiedene Wander-Collection an. Das sind die gleichen Collection, wie ich euch vorher schon gezeigt habe. Die Vorgehensweise, die zu finden, sind anders. Hier ist es halt so, dass die nur auf Deutschland und nicht auf 'ne Region oder nicht auf 'n Ort gefiltert werden. Das heißt, ihr müsstet halt schauen, welche Collection passt zu dem Ort, wo ihr seid oder wo ihr hin möchtet, am ehesten. Also, seid ihr zum Beispiel in der Oberpfalz oder seid ihr im Bayerischen Wald oder seid ihr zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb? Ansonsten ist die Vorgehensweise genau das Gleiche. Nehmen wir mal hier einfach mal zum Beispiel die Schwäbische Alb oder ne, nehmen wir was anderes. Hier Pfälzerwald, Tages und Halbtagestouren. Ihr klickt drauf. Ihr habt insgesamt 17 Touren und ihr seht hier wieder die ganzen Touren, die es gibt. Im Prinzip die Vorangehensweise ist die gleiche wie vorher, nur bei der einen Art habt ihr über den Ort gefiltert und hier filtert ihr nicht über den Ort, sondern über das, was ihr machen wollt. So, nun wisst ihr, wie ihr Touren findet in Komoot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann verpasst ihr auch die weiteren Folgen Komoot-Tutorials nicht weiter. Bis dann, ciao, viel Spaß da draußen.